Herzlich willkommen zum heutigen Videovortrag. Mein Name ist Paul Röhrig. Das heutige Thema lautet die Ursachen der posttraumatischen Belastungsstörung, Kurzform PTBS, verstehen. Häufige traumatische Ereignisse, die zu posttraumatischer Belastungsstörung führen, sind vielfältig und betreffen viele verschiedene Lebensbereiche. Zu den häufigsten Ursachen gehören Krieg, terroristische Angriffe und Naturkatastrophen. Auch individuelle Erfahrungen von Gewalt wie Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, Folter und Entführungen können PTBS auslösen. Diese traumatischen Ereignisse können nicht nur das Leben der Betroffenen nachhaltig beeinflussen, sondern auch zu tiefen emotionalen und psychologischen Wunden führen, die eine umfassende Behandlung erfordern. Die Schwere und die Dauer des Erlebten spielen dabei eine entscheidende Rolle. Da schwerwiegendere oder lang anhaltende Ereignisse das Risiko, an PTBS zu erkranken, signifikant erhöhen. Zusätzlich zu den traumatischen Ereignissen gibt es verschiedene Risikofaktoren und gefährdete Bevölkerungsgruppen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, PTBS zu entwickeln. Zu diesen Risikofaktoren zählen genetische Veranlagungen, frühere traumatische Erlebnisse und psychische Vorerkrankungen. Menschen, die in instabilen sozialen Verhältnissen leben oder unter chronischem Stress stehen, sind ebenfalls stärker gefährdet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Besonders gefährdet sind beispielsweise Kriegsveteranen, Überlebende von sexueller Gewalt, Rettungskräfte bei Katastrophen, Menschen, die in Krisengebieten leben. Durch das Verständnis dieser Risikofaktoren können gezielte Präventions- und Interventionsstrategien entwickelt werden, um den betroffenen Bevölkerungsgruppen besser zu helfen. Die Rolle der Neurobiologie bei der Entwicklung von PTBS ist ein weiteres entscheidendes Element, das das Verständnis dieser Erkrankung vertieft. Nach einem traumatischen Ereignis kann es zu dauerhaften Veränderungen im Gehirn kommen, insbesondere in Bereichen, die für die Verarbeitung von Emotionen und Gedächtnis verantwortlich sind. Diese neurobiologischen Veränderungen können sich in einer erhöhten
Reaktivität des limbischen Systems äußern, das für die emotionale Regulation zuständig ist. Solche Veränderungen können die Schwere der Symptome beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person PTBS entwickelt. Ein besseres Verständnis dieser biologischen Zusammenhänge ist entscheidend, um geeignete therapeutische Interventionen zu entwickeln und die Behandlungen von PTBS zu optimieren. Die Symptome und Auswirkungen von PTBS erkennen. Posttraumatische Belastungsstörung äußert sich durch eine Vielzahl emotionaler und psychologischer Symptome, die das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen können. Zu den häufigsten Symptomen gehört das Wiedererleben des Traumas, das sich in Form von belastenden Erinnerungen, Flashbacks und Albträumen äußert. Diese Symptome können zu intensiven emotionalen Reaktionen führen, die oft von Angst, Traurigkeit und Wut begleitet werden. Darüber hinaus berichten viele Betroffene von einer emotionalen Taubheit, die sie von ihren Gefühlen und von anderen Menschen isoliert. Diese emotionalen Herausforderungen sind nicht nur belastend, sondern können auch den Alltag der Betroffenen stark beeinflussen, was die Notwendigkeit einer geplanten Intervention unterstreicht. Neben den emotionalen Symptomen zeigt PTBS auch eine Reihe körperlicher Symptome, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen mit sich bringen können. Zu diesen körperlichen Reaktionen gehören Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten sowie eine erhöhte Wachsamkeit und übermäßige Schreckreaktion. Darüber hinaus können Betroffene an Angstattacken oder Atemnot leiden, was die psychischen Belastungen weiter verstärkt. Diese körperlichen Symptome verdeutlichen, dass PTBS nicht nur eine psychische Erkrankung ist, sondern auch schwerwiegende psychische Auswirkungen auf den Körper haben kann. Die Auswirkungen von PTBS erstrecken sich weit über die individuellen Symptome hinaus und können das tägliche Leben und die Beziehungen der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Menschen mit PTBS haben oft Schwierigkeiten, ihren Alltag zu bewältigen, was zu Problemen bei der Arbeit, im Studium oder im sozialen
Umfeld führen kann. Beziehungen zu Freunden und Familienangehörigen können belastet werden, da Betroffene sich oft zurückziehen oder Schwierigkeiten haben, emotionale Verbindungen aufrechtzuerhalten. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und Einsamkeit führen, was die psychische Belastung weiter verstärkt. Daher ist es entscheidend, dass Betroffene Unterstützung suchen und geeignete Behandlungsansätze in Betracht ziehen, um die negativen Auswirkungen von PTBS zu mildern. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Video, Ihr Paul Röhrig.